Wenn man über die Herkunft des Namens St. Pauli spricht, dann landet man unweigerlich unten am Hafen bei der St. Pauli-Kirche. Aber warum wurde St. Pauli ausgerechnet nach dem moralisch strengen Paulus benannt? In diesem Video über die Geschichte der St. Pauli-Kirche finden wir es heraus. Unsere Geschichte beginnt am Anfang des 17. Jahrhunderts. Der heutige St. Pauli heißt Hamburger Berg und liegt zwischen der Stadt Hamburg im Osten und der Stadt Altona im Westen. Obwohl diese sandige Einöde Hamburg gehört, ist sie nicht bewohnt, da die Stadt ein freies Schussfeld für ihre Kanonen braucht. Nach wiederholten Ausbrüchen der Pest aber beschließt der Hamburger Senat, die Infizierten aus der Stadt zu entfernen und errichtet 1606 einen Pesthof vor seinen Toren. Ja, hier sehen wir sehr, sehr schön die Aufsicht auf den Pesthof, eine alte Karte, ein großes Gelände mit Gemüsegarten, auch mit einem barocken Lustgarten, und wir sehen eine oktagonale Kirche, also ein achteckiger Bau. Das ist das erste Gotteshaus vor den Stadttoren Hamburgs. Nach dem Dreißigjährigen Krieg lockert der Hamburger Rat das Wohnverbot auf dem Hamburger Berg. Nun können einstöckige Gebäude errichtet werden, die allerdings im Falle eines weiteren Krieges wieder abgerissen werden müssten. Als die Einwohnerzahl von Hamburger Berg auf 2000 ansteigt, werden die Rufe nach einem eigenen Gotteshaus immer lauter, und so gibt der Stadtrat 1682 nach. Der Standort bot sich an, weit genug von den Festungen der Stadt entfernt, um ihr freies Schussfeld nicht zu beeinträchtigen, aber auf der Hamburger Seite des Grenzgrabens, an der Stelle einer bestehenden Begräbnisstätte, dennoch unten am Wasser. Mehr dazu gleich. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier in der St. Pauli-Kirche, die dem Stadtteil seinen Namen gegeben hat, den weltberühmten Stadtteil St. Pauli. Das hier, das ist der Ort, nach dem der Kiez benannt ist. Der Kiez ist also nach dem heiligen Paulus benannt. Als Erklärung für die Wahl des heiligen Paulus habe ich in meinem 2018 erschienenen Buch die folgende Erklärung zu der Namensgebung gegeben. Bei der Einweihung der neuen Kirche erzählte Georg Hatius, Vorsteher der St. Michaeliskirche, wie der heilige Paulus als Missionar in die mazedonische Stadt Philippi gereist war und am Sabbat die Stadt verlassen hatte, um am Wasser zu beten. Im Geiste des Paulus glaubte man also, dass es auch in Hamburg einen Ort der Verkündigung und des Gebets am Elbufer geben sollte und nannte die Gemeinde deshalb die St. Pauli-Kirche. Der Hauptpastor der St. Pauli-Kirche, Sieghard Wilm, kann jedoch mehr dazu sagen. Ja, kann ich kurz was zu erzählen? Also St. Michaelis, die große Hamburger Kirche in der Hamburger Neustadt, hatte hier eine Filiale gegründet, weil auf St. Pauli immer mehr Menschen lebten. Am Anfang ein ganz, ganz einfaches Gotteshaus aus Fachwerk, auch ohne Turm übrigens. St. Pauli, nun, es ist ein Genitiv aus dem Lateinischen, also es ist die Gemeinde, die zum heiligen Paulus dazu gehört. Warum ausgerechnet der Paulus? Da haben schon viele drüber nachgedacht. Das ist eine Antwort, die der Kollege Hatius damals vor Jahrhunderten gegeben hat. Ein Ort an einem Fluss, wo gebetet wird. Das war übrigens jüdische Sitte. Paulus war ja Jude, und kleine Orte im römischen Weltreich, wo es keine Synagogen gab, keine jüdischen Gebetshäuser gab, war eine Verabredung, man trifft sich unten am Fluss. Überall im römischen Reich war das so. Und er traf dort Leute, unter anderem Lydia, die sich dann auch taufen ließ. Und so wurde die erste europäische Gemeinde gegründet. Das ist also die Paulus-Geschichte. Ich finde, dieser Patron, kann man ja sagen, passt sehr gut zum Stadtteil. Wir wissen auch, dass Paulus sich nicht scheute, sich mit allen möglichen Menschen zu treffen und Rede und Antwort zu stehen, was seine Hoffnung, was sein Glaube in dieser Welt ist.
Zum Beispiel gibt es die Rede des Paulus auf dem Areopag. Das war der Marktplatz der Meinungen in der berühmten Stadt Athen, wo die Philosophen gestritten haben, wo sich aber auch jeder mit einmischen konnte, auch die einfachen Leute. Da ist Paulus hingegangen, mitten unter die Leute. Deswegen passt es doch gut, hier mitten auf den Kiez eine Kirche des heiligen Paulus zu stellen. Und Paulus hat für mich auch noch eine ganz andere Bedeutung. Es ist ein Mensch mit einer gebrochenen Biografie, vom Christenhasser zum Missionar, der das Evangelium nach Europa bringt. Gebrochene Biografien, das kennen wir auf St. Pauli sehr, sehr gut. Paulus hat über sich selbst mal gesagt, ich bin der vornehmste aller Sünder. Nun, St. Pauli und Sünde, das gehört doch irgendwie zusammen, so stellt man sich das vor. Aber ich finde gut, ein Heiliger, der den Menschen Mut macht. Wenn er schon sich als vornehmster aller Sünder vorstellt, dann sagt er damit doch, ihr habt alle eine Chance bei Gott. Gott liebt euch genauso, wie ihr seid. Der Hamburger Berg hat also eine Kirche und ist damit in gewisser Weise als Wohnort legitimiert. Er liegt aber außerhalb der schützenden Festungen Hamburgs, ist daher anfällig für Angriffe. Am 18. August, 4 Jahre nach der Einweihung, besetzten 16.000 dänische Soldaten den Hamburger Berg, belagerten Hamburg und forderten die sofortige Erbhuldigung zu Dänemark. In den nächsten Tagen lieferten sich die beiden Seiten heftige Kämpfe. Als es den Dänen jedoch nicht gelang, die Sternschanze zu durchbrechen und die dänische Stadt Altona am Ende der Reeperbahn von Hamburgs Kanonen beschädigt wurde, zogen sich die Dänen zurück. Das Problem: beim Zurückdrängen des Feindes mit Kanonenschuss hat Hamburg die eigene Kirche durchlöchert und beschädigt. War die dänische Besetzung schon schlimm genug, was 120 Jahre später passierte, war eine völlige Katastrophe. 1806 wurde Hamburg von Napoleons Frankreich besetzt. Noch schlimmer, 1812 werden einige Häuser auf dem Hamburger Berg zu Verteidigungszwecken abgerissen. Niemand könnte sich jedoch vorstellen, was als nächstes passieren würde. Obwohl die Stadt dann kurzzeitig von russischen Kosaken befreit wurde, kehrten 10 Wochen später die Franzosen mit 20.000 Mann zurück und eroberten die Stadt erneut. Diesmal war die Besetzung noch schlimmer. Kirchen wurden in Pferdeställe umgewandelt und 30.000 Menschen, die nicht nachweisen konnten, dass sie genug Proviant für den Winter hatten, wurden aus der Stadt geworfen. Da viele nur leichte Nachtkleidung trugen, erfroren 1138 Menschen. Als wäre das nicht schon schlimm genug, brannten die Franzosen den ganzen Hamburger Berg hier nieder. Man hat angefangen, tatsächlich ganz St. Pauli nach und nach abzubrennen. Das hat bis 1814 dann auch noch gedauert. 1813 hat man angefangen. Straßenzug um Straßenzug. Warum? Nun, es war damals eine französische Stadt, Hamburg. Es war ein Departement. Und die sollte verteidigt werden, diese Stadt. Den Angreifer vermutete man von der Elbe. Und die Häuser, die hier gebaut waren und auch die Kirche, störten das freie Schussfeld. Und dann, so erzählt die Geschichte nach einem kurzen Gebet, wurde das Kirchengebäude in Brand gesetzt, brannte komplett nieder. Und eben, man schreckte auch nicht zurück vor dem Pesthof, dem Krankenhof. Hier haben wir eine schöne Darstellung des Pesthofs, wie er brennt. So war es auch der Befehl. Das erscheint uns heute sehr, sehr grausam, aber man sieht hier sehr, sehr schön die Uniform der französischen Soldaten, wie sie dem Brand zuschauen.
St. Pauli muss in diesen Jahren einen furchtbaren Anblick geboten haben, denn 5 Jahre lang war dieses Gelände, damals noch Stadtteil Hamburger Berg, eine Öde. Und man sieht in diesem Stich sehr, sehr schön ja, eine skurrile Ruinenlandschaft. Man blickt von St. Pauli rüber bis zur Elbe. In der Ferne sieht man ein Schiff auch und man sieht die Ruine des Pesthofs. Also dieses achteckige Gebäude, das abgebrannt wurde, die Kirche des Pesthofs. Genauso sieht man noch den Dachgiebel der St. Pauli-Kirche, die komplett abgebrannt wurde. Wenn man ein wenig genauer guckt, dann sieht man unzerstörte Häuser. Das ist schon Altona. Altona im Herzogtum Holstein, Bestandteil des dänischen Königreiches, hatte einen Nichtangriffspakt mit Napoleon. Insofern sind alle Altonaer Häuser unversehrt geblieben. Abenteuerliche Männer sehen wir, wenn wir dieses Bild anschauen. Berittene Truppen, und zwar mit Pfeil und Bogen. Das kommt uns sehr altertümlich vor. Der historische Hintergrund: Die Preußen haben, um die napoleonischen Truppen zu schlagen, sich Verstärkung aus dem russischen Zarenreich geholt. Und die Russen haben Baschkiren- und Tatarenregimenter geschickt. Wir haben hier also eine Szene der Befreiung. Trotz dieser Tragödie überlebten einige der Gegenstände aus der ursprünglichen St. Pauli-Kirche, weil die Franzosen vorher Bescheid gesagt haben, was sie vorhatten. Das bedeutete, die Gemeinde konnte noch retten, was zu retten war. Also, die Holzdielen, ob die Holzdielen, die heute in der Kirche sind, wirklich noch von der ersten St. Pauli-Kirche sind, wissen wir nicht. Das ist ein Flickenteppich, könnte man sagen, zusammengestückelt. Aber ja auch Zeichen der Armut. Man hat Schiffsplanken genommen, man hat eben keinen Marmorfußboden hier, sondern eben nur Holz. Möglicherweise aber konnten diese Dielen, so schreibt es die Chronik, auch gerettet werden, einiges zumindest. Dann hat überlebt das Taufbecken. Das ist auch ein barockes Taufbecken, was wir heute noch nutzen. Hunderttausende, muss man sagen, von St. Paulianerinnen sind darin getauft worden. Ja, wir stellen uns das so vor, ganz einfach. Dieser schwere Sandstein, das Taufbecken, wurde einmal den Berg runtergerollt, auf der anderen Seite des Grenzflusses, das ist die Peper Mühlenweg, wieder hochgerollt und muss dann irgendwo in Altona eingelagert gewesen sein. Wir zeigen heute immer noch eine Ecke an einem der Bücher, die hier unten von Aposteln gehalten werden. Diese Ecke ist nämlich abgebrochen und wir erzählen die Geschichte. Das muss wohl damals passiert sein, als man den Taufstein den Berg runter und wieder hochgerollt hat, um ihn zu retten. Es gibt auch Tafeln, wo Wappen drauf sind, keine echten Wappen. Wir haben hier in Hamburg keinen Adel, wir haben auch keine Patrizier, aber die St. Paulianer Bürger, die übrigens das Bürgerrecht der Stadt noch längst nicht hatten, viel, viel später erst bekamen, haben sich Fantasiewappen malen lassen. Und so haben wir eine riesengroße Tafel, das sind die Fantasiewappen der Kirchenältesten, Juraten hießen die damals. Und auch von den Pastoren besitzen wir so eine Wappentafel. Und die sind wirklich alt und kostbar gerettet worden aus der ersten St. Pauli-Kirche. Ganz prägnant aber, was gerettet wurde, das ist das Kruzifix. Dieses Kreuz hat man gerettet nach Altona und da irgendwo abgestellt und es wohl auch vergessen. Denn als diese Kirche hier 1820 gebaut wurde von Wimmel, war für dieses Kruzifix gar kein Platz. Wir haben hier vorne einen Kanzelaltar und da wäre eigentlich der Platz für das Kreuz, hat man aber nicht dran gedacht. So gab es eine lange Diskussion, als man das Kreuz wiederfand. Ja, wo soll es denn hin? Wollen wir das überhaupt noch? Es entsprach nicht mehr dem Zeitgeschmack. Ja, die Situation von St. Pauli war in dieser Zeit dramatisch. Diesen Stadtteil auf dem Hamburger Berg, vor den Toren Hamburgs, gab es nicht. Also die Chronisten erzählen, dass Birken so hoch wuchsen wie ein Mann.
Also ein ganzer Trümmerhaufen hier, und die Bewohner, die hier vorgelebt hatten, waren ja alle verstreut. Einige lebten in Altona, andere hatten sich nach Hamburg geflüchtet. Hier war nichts, aber es war Mut. Die Bürgerinnen und Bürger, das Erste, was sie wollten, als die Franzosen abgezogen waren, war eine Kirche. Dabei waren viele ja verarmt, aber man legte zusammen, was man hatte. Es wurde auch Geld genommen aus französischen Reparationsmitteln. Die Republik Frankreich ist ja auf dem Wiener Kongress zur Reparation auch verurteilt worden. Und hier sollen es 100.000 Reichsmark gewesen sein. Das reichte knapp für ein Gebäude. Sehr knapp. Für einen Turm reichte es nicht. 1819 die Pläne, und zwar ein sehr berühmter Mann, Wimmel, wurde beauftragt. Wimmel war dann auch der erste Hamburger Stadtbaudirektor. Es hat so eine Position vorher nicht gegeben in Hamburg, aber mit der sogenannten Restaurationszeit, also nachdem die Franzosen weg waren, hat Wimmel die Stadtplanung hier in Hamburg verantwortet. Seine Inspiration, wie das damals war, kam aus Italien. Das war schick. Er hat sich italienische Kirchen angeschaut und wollte die hier an die Elbe bringen, in den Norden bringen. Und wir sehen tatsächlich hier Entwürfe, wie die Kirche eigentlich vorgestellt war. Sie sollte auf jeden Fall verputzt werden und weiß gestrichen werden, südlich aussehen wie Südeuropa, daran erinnern. Diese Baupläne sind nie so umgesetzt worden. Man hat den rohen Backstein gelassen und man hat kein schlankes italienisches Türmchen gebaut. Ja, man sieht, dass die Pläne eigentlich immer einfacher werden. Ja, man musste auf vieles verzichten. Also die St. Pauli-Kirche, wie sie gebaut wurde, 1820 ist dann tatsächlich, sieht eher aus wie so ein Kasten. Man könnte scherzhaft sagen, ja, die Arche Noah, die hier gestrandet ist am Ufer der Elbe. So sieht sie ein wenig aus. Ja, und auch ohne Turm. Ohne Turm. Auf den Turm hat dann die Gemeinde ganz lange gespart. Und dann gab es immer wieder einen guten Grund, das Geld für anderes auszugeben. Zum Beispiel der große Brand von Hamburg 1843. Die St. Pauli-Kirche hat ihre Mittel, die sie schon gespart hatte, für den Kirchturm, dann an andere Kirchen weitergegeben, die beim großen Brand in Hamburg zerstört worden waren. Ein anderes Mal war die Situation, dass eine Schule hier gebaut werden sollte. Da hat man dann gesagt, na, was ist wichtiger, ein Kirchturm oder die Bildung der Kinder? Man hat sich für die Schule entschieden. Und 1864 wurde der Turm dann endlich gebaut. Endlich, 1864, also die Gemeinde hat 44 Jahre warten müssen, bis auch diese Kirche einen Turm hatte. Und es wurde dann einiges an dem Gebäude von hier bis hier verändert. Ein bisschen verändert, ja. Es wurde angepasst, denn die Kirche folgt von Wimmel her ja noch dem Grundsatz edle Einfalt, schlichte Größe. Das heißt eine sehr klassische Bauform. Und dann kam aber der Historismus als Modeerscheinung. Hier ein Türmchen, da ein Türmchen. Und so haben wir heute also eine historistische Fassade. Das ist neogotisch, ne? Neogotische und neoromanische Elemente sind aufgenommen. Hallo und willkommen zu meinem Kanal Reeperbahn TV, wo wir über das damals und heute von Hamburgs Rotlicht und Vergnügungsviertel sprechen. Wie man sich vorstellen kann, ein Riesenaufwand, um dieses Video eigenhändig zu verwirklichen. Riesiger Dank an die St. Pauli-Kirche. Aber ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass es sich gelohnt hat, um uns die dramatische Geschichte von St. Pauli ein wenig näher zu bringen. Vielleicht könnte ich euch im Gegenzug bitten, den Like-Knopf für den Algorithmus zu drücken, um den Kanal zu unterstützen, oder ihn zu abonnieren, um mehr solche Videos zu ermöglichen. Bis zum nächsten Mal.